Und genau deshalb nutze ich keine Aufzüge, weder im Urlaub noch zu Hause in Deutschland. Denn wir haben seit fast 4 Stunden Stromausfall. Hier in Südfrankreich habe ich auch noch nicht erlebt in dem Ausmaß. Und wir haben auch gleichzeitig kaum Netz, beziehungsweise ganz schlechtes Handynetz. Ich habe es zwischendurch geschafft, auf Facebook zu gehen und dann gab es da auch eine Message des Bürgermeisters von Antibes, dass da momentan irgendein Umspannwerk hier in der Nähe so ein bisschen am struggeln ist. Und es gibt auch hier ich glaube, bis nach Cannes, bis nach Biot, bis Mougins, also ist überall hier so in der Gegend so ein bisschen Stromausfall heute. Ist ein bisschen nervig, aber man nimmt die Situation so, wie sie kommt. Wir hatten eigentlich ein bisschen mehr geplant für heute. Es war ein bisschen blöd, dass man für so einen Ausflug jetzt sein Handy nicht mehr laden kann, weil ich auch hier zum Beispiel mein Aufnahmegerät, dieses hier, was ich für die YouTube-Videos benutze, dann auch nicht nochmal aufladen konnte. Ich habe da noch ein bisschen Strom, aber nicht mehr so viel, aber auf dem Handy halt noch weniger. Und mir ist aufgefallen, wie krass man eigentlich von Strom abhängt. Denn hier in unserem Haus, also wie gesagt, Aufzug benutze ich nicht. Meine Mutter benutzt den hin und wieder. Also wir hätten jetzt auch echt Pech gehabt, wenn sie den jetzt irgendwie benutzt hätte, um Müll runterzubringen oder danach wieder hochzufahren. Wäre ein bisschen blöd, wenn sie da jetzt 4 Stunden drin hocken müsste. Und für mich wäre das sowieso ganz schlimm. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht mache. Und ja, wenn man hier jetzt den Flur runterläuft, bin ich auch die ganze Zeit mit meiner Handyleuchte so am Laufen, also hier das Treppenhaus und so. Ja, und Fahrstuhl wäre natürlich total bescheuert. Zum Glück wohnen wir nur im 2. Obergeschoss, das heißt, es ist eigentlich nicht viel zu laufen. Aber was richtig, richtig blöd ist, ist die Tür nach draußen, ganz unten. Denn wenn man rausgeht, kann man die öffnen, ganz normal einfach aufschieben. Wenn man aber reinkommen will, es gibt nirgendwo irgendwie so einen Platz, wo man seinen Schlüssel reintun kann, sondern nur elektronisch mit so einem Piepgerät. Und dann geht die Tür auf. Das heißt, wenn man rausgeht, kommt man nicht mehr rein. Es sei denn, irgendein Nachbar geht gerade zufällig raus. Und ich habe hier noch nicht so viel von den Nachbarn mitbekommen. Also ich weiß gar nicht, so, ob wir hier großartig Nachbarn haben. Das heißt, dann hätte man da richtig Pech, wenn man jetzt rausgehen würde. Ich war vorhin einkaufen und wir haben gesagt, okay, einer bleibt zu Hause, einer geht einkaufen. Und ich habe auch zuerst überlegt, hat der Supermarkt überhaupt auf? Weil ich weiß nicht, ich hatte so Bilder aus Spanien gesehen, da waren Supermärkte einfach geschlossen. So, und haben die keinen eigenen Notstromgenerator oder irgendwie sowas, ne? Aber dieser Supermarkt war offen und ich habe dann so eine kleine Verpackung genommen und die habe ich dann zwischen die Tür geklemmt. Dann dachte ich, okay, so komme ich auch wieder rein. Gut, ich hätte notfalls irgendwie zum Balkon hochgeschrien und meine Mutter hätte mir dann aufgemacht. Aber ich sag mal so, man weiß auch nicht, wie die Nachbarn drauf reagieren. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen rausgegangen wären zum Einkaufen und dann hätten wir das Ding dazwischen geklemmt und irgendein Nachbar hätte das scheiße gefunden, weil ja, Leute können dann auch einfach rein, die hier eigentlich nichts zu suchen haben, ne? Dann wären wir auch nicht mehr reingekommen. Und ja, wie gesagt, man hört auch hier auf den Balkonen gar nicht so viel von den Nachbarn, deswegen keine Ahnung, wer zu Hause gewesen wäre, wer uns vielleicht hätte reinlassen können. Alles ein bisschen nervig. Also deswegen, diese elektronischen Eingangstüren sind richtig scheiße in so einer Situation, muss ich sagen. Richtig, richtig kacke. Ja, und natürlich blöd, wenn der Kühlschrank jetzt die ganzen Produkte so ein bisschen auftauen lässt. Dann, gut, kochen wollten wir heute eigentlich, konnten wir auch nicht. Staubsaugen wollten wir, können wir auch nicht. Man nimmt es einfach, wie es kommt, ne? Aber ein bisschen nervig ist, dass wenn wir jetzt rausgehen, wir wahrscheinlich erstmal nicht mehr reinkommen. Dann muss man das irgendwie planen. Aber wir gucken gleich, ob wir vielleicht doch einen Ausflug machen, in der Hoffnung, dass es dann abends vielleicht doch irgendwie alles funktioniert. Wie gesagt, auf Facebook stand eigentlich beim Bürgermeister von Antibes, dass das Ganze wohl um 12:30 Uhr laufen wird, zumindest die Ampeln und dann nach und nach auch die ganzen Wohngegenden. Aber wir haben bis jetzt noch nichts gemerkt. Wir haben jetzt gleich schon 2 Uhr. Ja, mein Akku wird auch immer geringer. Ganz ehrlich, ich bin auch niemand, also der dann sich irgendwie 1000 Powerbanks hier besorgt und dann so voll ausstattet, dann sowas mit Taschenlampe, Kerzen und so. Ah, nee. So, keine Ahnung. Also, so diese ganzen Notfallgeschichten, weiß ich nicht. Dann, ne, wenn es kommt, dann ist es halt so. Dann habe ich halt kein Netz, kein Licht und weiß ich nicht was. Vor allem, ich denke mir so abends, ey, dann gehst du einfach pennen und wachst am nächsten Morgen bei helllichem Licht auf. Ist doch scheißegal. Bin so ein bisschen blöd mit dem Essen halt und
Was ich halt auch nicht weiß, also wir haben uns jetzt auch im Supermarkt eine schöne warme Baguette geholt und dann einfach so ein bisschen sowas gesnackt. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das ist mit den ganzen Restaurants und Bistros. Ob die jetzt auch so eine Art Notstromgenerator haben, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht hinlaufen können, wegen Mittagessen und so, aber ja, mal gucken. Erstmal sind wir satt von unserer Baguette und ja, selbst kochen konnten wir heute nicht. Ob wir heute noch was unternehmen, schauen wir mal. Wie gesagt, die Sache mit der Tür ist echt blöd, weil wenn das hier noch eine längere Geschichte ist, weiß ich nicht, wie wir wieder reinkommen. Finde ich echt ein bisschen nervig. Meine Frage an euch, seid ihr ausgerüstet für so eine Situation? Also wir haben hier genug zu essen, wir haben genug Wasser, wir haben genug zu trinken, zu snacken. Also damit könnten wir schon echt, keine Ahnung, definitiv bis morgen oder noch ein paar Tage überleben. Das sowieso, das ist gar kein Thema. Klar, sowas wie Kerzen und Taschenlampen, so who cares? So irgendwie so Notstrom für unsere Handys haben wir nicht. Dann ist es halt so. Nur das Einzige, was mich halt so ein bisschen nervt, ist diese Tür unten. Selbst wenn man da was zwischenklemmt, weißt du, wer weiß, ob da nicht irgendein Nachbar kommt und das einfach entfernt. Das wäre richtig, richtig blöd. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite wissen die ja auch, dass ja gerade Stromausfall ist, aber ich glaube auch nicht, dass dann irgendein Fremder hier zwischendurch reinkommt, ganz ehrlich. Weil bei unserer Straße, also da laufen eh nicht so viele Leute lang und alles. Also schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Vielleicht gibt es noch ein Update. So Leute, der Strom ist wieder da nach gut 4 Stunden, endlich. Ich habe sofort mein Handy ans Netz gepackt, um ein bisschen aufzuladen. Und wir haben sofort Wasser gekocht und ich warte mal, bis der Sound weg ist. Und genau, und ich hoffe, das bleibt jetzt einfach mal so. Ich frage mich, ob da Leute im Fahrstuhl wirklich irgendwie drin waren oder nicht, weil zwischendurch hatte ich so ein paar Geräusche gehört. Keine Ahnung, für mich wäre das ja absolut nichts, 4 Stunden in einem Fahrstuhl stecken zu bleiben. In völliger Dunkelheit, wahrscheinlich noch mit anderen Menschen. Nee, ich könnte das nicht. Ich könnte das wirklich nicht. Deswegen fahre ich kein Fahrstuhl. Wie ist das bei euch? Wäre das Horror für euch oder würdet ihr damit klarkommen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich voll interessieren. Und ich glaube, wir machen uns jetzt langsam fertig und fahren nach Antibes in die Stadt, weil wir hatten heute eigentlich vorgehabt, zum Künstlermarkt zu fahren und zum Flohmarkt dort in der Stadt. Die sind nämlich heute nachmittags beide. Und ich werde euch so ein bisschen mitnehmen, vlogmäßig, und euch da auch ein paar Einblicke geben. Genau. Den Ausflug nach Antibes zeige ich euch im nächsten Video, weil es dieses Video sonst echt gesprengt hätte. Aber ich möchte euch nochmal so einen kleinen Hintergrund zu diesem Stromausfall berichten. Wie ich gelesen habe, war es wohl ein Sabotageakt im Zusammenhang mit dem Filmfestival. Echt krass, also hier waren wirklich große Gebiete davon betroffen und auch ziemlich lange so. Also 4 Stunden finde ich jetzt nicht mal eben eine halbe Stunde oder so. Echt krass, es wurden sogar Vorführungen abgebrochen, weil da teilweise Leute in dem Palais de Festival dann im Dunkeln saßen und dann alle wieder raus mussten. Und was ich noch gelesen habe, dass die Stars im Carlton, das Hotel, was ich dir jetzt gerade in diesem Video zeige, dass die nur in ihren Zimmern wohl Strom hatten, aber dass das Restaurant im Carlton überhaupt gar kein Essen mehr vorbereiten konnte. Ist schon witzig, was für Auswirkungen das alles hat. Und ganz viele Leute sind auch teilweise nicht aus ihren Häusern oder in ihre Häuser gekommen, aufgrund von elektronischen Toren. Also da sieht man mal wieder, dass das auch nicht alles geil ist, wenn man alles elektronisch hat, sondern ja, analog vielleicht doch hin und wieder gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, super spannendes Thema. Ich bin froh, dass es dann doch alles noch so geklappt hat und wie ich dann gelesen habe, ist das Filmfestival auch weitergeführt worden am Nachmittag. Also ja, hatte ich auch noch nicht so erlebt, war auch mal spannend. Und im nächsten Video zeige ich euch den Antibes-Ausflug auf die Märkte.